Strawberry hat eine Schreibchallenge gemacht und bekam folgende Worte: Regenbogen, hetero, draußen, Mond, singen, Bratwurst, Bratgerät, Abschaum und Duschkopf. Typ der Geschichte: freie Arbeit, One-Shot. FSK-Rating 6. Genre: Trash. Autor: Strawberry. Gelesen von Strawberry, Lilith Phoenix und mir. Regenbogen-Milkshake. Ich kann mir das nicht erklären. Ich finde einfach keine Freundin. Niemand will mich. Jammerte Charlie. Er saß mit seinem besten Freund in einem Café. Stöhnend ließ Charlie seinen Kopf auf den Tisch knallen. Ach komm, du findest schon jemanden, der dich mag und so nimmt, wie du bist. Versuchte sein bester Freund John, ihn aufzuheitern. Aber ich bin seltsam. Murmelte Charlie gedämpft in den Tisch. Ach Quatsch, du bist nicht seltsam, du bist etwas ganz Besonderes. Charlie hob den Blick und sah ihn mürrisch an. Sagt meine Mutter auch immer. John lehnte sich zurück und trank einen Schluck von seinem Regenbogen-Milchshake. Na siehst du, es ist nicht schlimm, anders als die anderen zu sein. Guck dir Alex an, er ist auch etwas Besonderes. Charlies und Johns Blick lagen auf dem Kellner des Cafés, Alex, der gerade versuchte, ein Bratwurst-Bratgerät auf seinem Knie zu balancieren. Naja, wie auch immer. Du wirst bestimmt bald ein Mädel kennenlernen, die dieselben Hobbys hat wie du. Charlies Miene hellte sich auf. Du meinst, es gibt jemanden, der mit mir Friedhofserde sammelt, Totems aus Holzblöcken schnitzt, versucht, Frettchen im Tierpark zu jagen und die Kerne aus Erdbeeren zu entfernen, um diese zu sammeln, damit wir diese Geier opfern können? John sah ihn stumm an. Ja, ich bin überzeugt, dass du so jemanden finden wirst. Johns Blick lag wieder auf Alex, der jetzt noch zusätzlich einen abgeschraubten Duschkopf versuchte, auf der Nase zu balancieren. Aber wo lerne ich solche Frauen kennen? Murmelte Charlie nachdenklich. Und auf was stehen die überhaupt? John dachte nach. Frauen stehen häufig auf Männer, die singen können. Charlie grinste. Singen kann ich. Ich stand schließlich schon auf der Bühne. John hob eine Augenbraue. Du warst ein Baum, der nur ein Wort gesungen hat. Und du warst 6. Charlie verschränkte die Arme. Hör auf, das runterzuspielen. Das war die beste Rolle meines Lebens. Und die einzige. Fügte John hinzu. Wie würdest du dir denn das perfekte Date vorstellen? Fragte John weiter. Charlie überlegte. Nachts mit Kerzen, unterm Mond, im Hintergrund ertönt leise afrikanische Musik und anschließend trinken wir Kuhmilch aus dem alten Flachmann meines Großvaters. Sagte Charlie verträumt. John hatte gar nicht mehr zugehört. Er war abgelenkt von Alex, der jetzt anfing, Bälle zu jonglieren, während er noch immer den Duschkopf auf der Nase und das Bratwurst-Bratgerät auf seinem Knie balancierte. Hallo, hörst du mir eigentlich zu? Riss Charlie John aus seiner verwirrten Faszination. John blinzelte kurz und nickte. Ja, klingt nach einem tollen Plan. Charlie seufzte und sah aus dem Fenster. Draußen hatte es inzwischen angefangen zu regnen. Verdammt, ich habe keinen Regenschirm dabei. John deutete mit dem Finger auf den Laden, der gegenüber von dem Café stand. Kauf dir doch einen. Charlie verzog das Gesicht. Nee, diese Regenschirme sind mega unhöflich und respektlos. Die sind einfach nur Abschaum. Ja, da hast du recht. Die Regenschirme aus dem Laden um die Ecke sind besser erzogen, sagte Alex, der plötzlich neben Charlie stand. Aber wenn du möchtest, kann ich dich nach Hause begleiten. Ich habe einen Regenschirm. Vielleicht treffen wir auf den Weg einen Rotkehlchen-Salamander. John sah zwischen den beiden hin und her und schob mit einem kleinen, bissenden Schmunzeln seinen Regenbogen-Milchshake auf Charlies Platz. Zu ihm passte es besser.